Heute der dritte Streich, was die Fragen zur Amateurfunkprüfung der Klasse E angeht. Das bedeutet wieder etwa eine Stunde Konzentration. Deshalb fangen wir auch gleich an. Jetzt geht es nochmal ein bisschen um das Thema Modulation. Da gab es ja auch schon ein paar Fragen bei der Prüfung zur Klasse N. Welches der folgenden Diagramme zeigt einen unmodulierten Träger? Unmoduliert heißt ja, dass man eine kontinuierliche, konstante Welle abstrahlt. Das sollte man eigentlich relativ leicht erkennen. In diesem Fall ist das die Abbildung B. Bei Abbildung A ändert sich zwischendurch in regelmäßigen Abständen die Frequenz. In der Abbildung C ändert sich die Phasenlage der Welle und in Abbildung D haben wir unterschiedlich große Amplituden. Ein Träger von 21,25 MHz wird mit der Niederfrequenz von 1 kHz in SSB in Klammern USB moduliert. Welche Frequenz tritt im ideal modulierten HF-Signal auf? Bei der Mischung des Trägers mit der Modulation entstehen ja eine Summen- und eine Differenzfrequenz. Also im Prinzip entstehen erstmal zwei Frequenzen. Bei der Einseitenbandmodulation wird ja eine der beiden Frequenzen unterdrückt. Hier ist gefragt nach USB, also dem Upper Sideband. Das bedeutet, wir strahlen hier die Summenfrequenz ab. 21,25 MHz plus 1 kHz sind dann 21,251 MHz. Ja, jetzt die Frage nochmal so ähnlich. Ein Träger von 3,65 MHz wird mit der Niederfrequenz von 2 kHz in SSB, LSB moduliert. Welche Frequenz oder Frequenzen treten im modulierten HF-Signal hauptsächlich auf? Hier wird jetzt das Lower Sideband abgestrahlt. Das bedeutet die Differenzfrequenz. 3,65 MHz minus 2 kHz ergibt 3,648 MHz. Und das ist auch die einzige Frequenz, denn der Träger ist bei SSB ja unterdrückt. Wie groß ist in etwa die HF-Bandbreite, die für die Übertragung eines SSB-Signals erforderlich ist? A. Sie entspricht der Hälfte der Bandbreite des NF-Signals. B. Sie entspricht der Bandbreite des NF-Signals. C. Sie ist 0, weil bei SSB-Modulation der HF-Träger unterdrückt wird. Oder D. Sie entspricht der doppelten Bandbreite des NF-Signals. Bei der Amplitudenmodulation entstehen rechts und links vom Träger zwei Frequenzbänder. Jedes dieser Bänder entspricht der Niederfrequenzbandbreite. Bei SSB wird nur eines davon übertragen. Damit entspricht die Bandbreite genau der Bandbreite des NF-Signals. Wie unterscheidet sich SSB von AM in Bezug auf die Bandbreite? SSB beansprucht etwas mehr als die halbe Bandbreite der Modulationsart AM. SSB und AM lassen keinen Vergleich zu, da sie grundverschieden erzeugt werden. C-SSB beansprucht etwa ein Viertel der Bandbreite der Modulationsart AM. Oder D. SSB beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Modulationsart AM. Gehen wir die Antworten mal durch. Bei SSB wird der Träger unterdrückt und ein Seitenband. Warum soll SSB dann mehr als die halbe Bandbreite beanspruchen? SSB und AM lassen sich sehr wohl miteinander vergleichen, da SSB ja sozusagen eine Spielart der Amplitudenmodulation ist. Das SSB-Signal wird aus einem amplitudenmodulierten Signal herausgefiltert. Ein Viertel der Bandbreite von AM, das wäre ein bisschen wenig, schön wär's. Richtig ist Antwort D. SSB beansprucht weniger als die halbe Bandbreite. Denn zum einen fehlt natürlich das eine Seitenband und auch der Träger wird unterdrückt. Das aufmodulierte NF-Signal wird im unteren Bereich auch nochmal gefiltert. Das heißt, die Niederfrequenzbandbreite geht ja nur von 300 Hertz bis 3 kHz und das ergibt eine Bandbreite von 2,7 kHz. Bei AM hätten wir rechts und links vom Träger jeweils 3 kHz, also eine Bandbreite von 6 kHz.
Wie groß ist die Bandbreite von CW im Vergleich zu einem Sprachsignal in SSB oder AM? A. In beiden Fällen weist CW eine größere Bandbreite auf. B. In beiden Fällen weist CW eine kleinere Bandbreite auf. C. Die Bandbreite von CW ist kleiner als bei SSB, jedoch größer als bei AM. Oder D. Die Bandbreite von CW ist größer als bei SSB, jedoch kleiner als bei AM. Eigentlich fragt man sich, warum gibt es da überhaupt eine Bandbreite? CW bedeutet ja, man tastet nur einen Träger und strahlt im Grunde genommen erstmal nur eine Trägerfrequenz ab. Durch dieses ständige Ein- und Ausschalten entsteht ja auch eine Modulation. Und die führt dazu, dass auch dieses Signal eine kleine Bandbreite braucht. Die Ein- und Ausschaltflanken sind ja auch nicht ideal senkrecht. Das ist erstens technisch gar nicht wirklich möglich und zweitens würde dadurch auch ein unangenehmes Klicken entstehen. Es gibt eine gewisse Bandbreite auch bei CW-Übertragung, aber die ist sehr, sehr klein. Je nach Gebegeschwindigkeit der Mausezeichen zwischen 100 und 300 Hertz. Und das heißt, die Bandbreite bei CW ist wesentlich geringer als bei SSB oder AM. Um Störungen auf benachbarten Frequenzen zu minimieren, sollte die Übertragungsbandbreite bei SSB höchstens 1,8 kHz betragen, 15 kHz, 3,1 kHz oder 2,7 kHz. Im Grunde genommen haben wir es gerade schon beantwortet. Wir übertragen den Niederfrequenzbereich von 300 Hertz bis 3 kHz und das ergibt dann eine Bandbreite von 2,7 kHz. Welche Bandbreite sollte das nachgeschaltete Filter zur Unterdrückung eines Seitenbandes bei der Erzeugung eines SSB-Telefoniesignals haben? Ja, in der Realität wird häufig nur eine Bandbreite von 2,4 kHz durchgelassen. Was bewirkt in der Regel eine zu hohe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver? Ja, letzten Endes könnte es zu einer Übersteuerung führen. Ein übersteuertes Signal erzeugt Nebenwellen und damit störe ich dann eventuell benachbarte Sender. Man nennt diesen Effekt Splatter. Welche der aufgeführten Maßnahmen verringert die Ausgangsleistung eines SSB-Senders? Erhöhen der NF-Bandbreite, Verringern der Squelch-Einstellung, lauter ins Mikrofon sprechen oder Verringern der NF-Amplitude. Mit der Bandbreite ändere ich nichts an der Ausgangsleistung, also A fällt schon mal weg. Was ist die Squelch-Einstellung? Squelch ist eine Rauschunterdrückung beim Empfang. Sie hat also auch nichts mit der Ausgangsleistung zu tun. Wenn ich lauter ins Mikrofon spreche, dann wird bei der Amplitudenmodulation ein größeres und stärkeres Signal ausgesendet. Das heißt, das würde genau entgegengesetzt wirken. Wir würden die Ausgangsleistung erhöhen. Richtig ist, wenn wir die Niederfrequenzamplitude verringern, dann verringert sich auch die Ausgangsleistung. Welches Modulationsverfahren zeigt das Bild? LSB, USB, AM oder FM? LSB und USB sind ja nur Varianten der Einseitenbandmodulation und das ist im Prinzip ein amplitudenmoduliertes Signal. Genauso natürlich wie AM. Was sich hier aber auf dem Bild ändert, das ist die Frequenz und deshalb haben wir es mit FM, also Frequenzmodulation, zu tun. Wodurch wird bei Frequenzmodulation die Lautstärkeinformation übertragen? A. Durch die Häufigkeit der Trägerfrequenzänderung, B. Durch die Häufigkeit des Frequenzhubes, C. Durch die Größe der Amplitude des HF-Signals oder D. Durch die Trägerfrequenzauslenkung. Bei der Frequenzmodulation steckt die Lautstärkeinformation in der Größe des Frequenzhubes, also in der Trägerfrequenzänderung. Auch hier ist Antwort D die richtige. Antwort A, die Häufigkeit der Trägerfrequenzänderung, die hängt von der übertragenen Frequenz ab, also von der Modulationsfrequenz. Bei der Phasenmodulation ist das dann umgekehrt. Größerer Frequenzhub führt bei einem FM-Sender zu A. einer größeren HF-Bandbreite, B. einer Reduktion der Amplitude der Seitenbänder, C. einer Erhöhung der Senderausgangsleistung oder D. einer Erhöhung der Amplitude der Trägerfrequenz. Bei FM ändert sich eben nicht die Amplitude, sondern die ausgestrahlte Frequenz. Der Frequenzhub,
Das ist die Differenz zwischen der eigentlichen Trägerfrequenz im unmodulierten Zustand und der stärksten Auslenkung. Und deshalb führt ein größerer Frequenzhub zu einer größeren HF-Bandbreite. FM hat gegenüber SSB den Vorteil der geringeren Beeinflussung durch Amplitudenstörungen, geringeren Anforderungen an die Bandbreite, größeren Entfernungsüberbrückungen oder geringeren Leistungsaufnahme bei fehlender Modulation. Die Leistungsaufnahme ändert sich gerade nicht bei Frequenzmodulation, weil die Amplitude ja konstant bleibt, die abgestrahlt wird. Die Bandbreite ist bei FM in der Regel größer als bei AM und deshalb erst recht gegenüber SSB. Da bei der Demodulation nur die Frequenzänderung ausgewertet wird, haben Amplitudenänderungen nur wenig Wirkung. Oft wird das Signal im Empfänger sogar bewusst übersteuert und dann werden die Spitzen gekappt und alles auf eine einheitliche Amplitude gebracht. Damit schneidet man auch Amplitudenänderungen ab. Welche Einheit wird üblicherweise für die Bandbreite verwendet? A. Bit pro Sekunde, B. Baud, C. Dezibel oder D. Hertz. Bit pro Sekunde oder Baud, das sind Datenübertragungsraten. Dezibel ist ein Verhältniswert zwischen zwei Größen. Die Bandbreite wird natürlich in Hertz angegeben. Wie heißt die Stufe in einem Sender, welche die Eigenschaft hat, leise Anteile eines Sprachsignals gegenüber den Lauten etwas anzuheben? Ist das ein Noise Blanker, ein Clarifier, ein Notch-Filter oder ein Dynamic Kompressor? Ein Noise Blanker blendet impulsartige Störungen aus. Ein Clarifier dient der Feinabstimmung und ein Notch-Filter blendet ganz bestimmte Störfrequenzen aus. Die Dynamik eines Sprachsignals ist die Differenz zwischen der leisesten und der lautesten Stelle. Wenn man diesen Abstand verringert, dann hört sich das Sprachsignal einigermaßen gleichmäßig an. Das nutze ich übrigens auch bei der Tonspur in diesem Video, denn es lässt sich nicht vermeiden, dass der Abstand zum Mikrofon hin und wieder mal schwankt. Und das würde sich dann durch Lautstärkeschwankungen bemerkbar machen. Die kann man mit so einem Dynamikkompressor dann wieder verringern. Was stellt nachfolgende Schaltung dar? Einen Modulator, einen Oszillator, einen Verstärker oder einen Detektorempfänger? Ja, das ist der gute alte klassische Detektorempfänger. 3 Bauteile und ein Kopfhörer und schon konnte man Radio hören. Heute leider so kaum noch möglich, weil die Sender fehlen. Ein Detektorempfänger ist ja ein sogenannter Geradeausempfänger. Die nächste Frage beschäftigt sich jetzt mit einem anderen Empfangsprinzip. Welchen Vorteil bietet ein Überlagerungsempfänger gegenüber einem Geradeausempfänger? A. Bessere Trennschärfe, B. Geringere Anforderungen an die VFO-Stabilität, C. Höhere Bandbreiten oder D. Wesentlich einfachere Konstruktion. Gehen wir das mal von hinten an. Wir haben ja gerade gesehen, nichts ist einfacher als ein Detektorempfänger. Ein Überlagerungsempfänger ist aufwendiger konstruiert, deshalb kann Antwort D schon mal nicht stimmen. Höhere Bandbreiten wollen wir eigentlich nicht, weil dadurch die Trennung der einzelnen Sender schwieriger wird. Geringere Anforderungen an die VFO-Stabilität? Ein Geradeausempfänger hat in der Regel gar keinen VFO. Richtig ist also Antwort A. Wir haben beim Überlagerungsprinzip eine bessere Trennschärfe. Wo liegt bei einem Direktüberlagerungsempfänger üblicherweise die Oszillatorfrequenz für den Mischer? A. Sie liegt bei der Zwischenfrequenz. B. Sie liegt sehr weit über der Empfangsfrequenz. C. Sie liegt in nächster Nähe zur Empfangsfrequenz. Oder D. Sie liegt sehr viel tiefer als die Empfangsfrequenz. Zum Thema Direktmischer gibt es ja auch schon ein Video. Das könnt ihr euch gerne nochmal ansehen. Normalerweise liegt die Oszillatorfrequenz sogar genau auf der Empfangsfrequenz. Wir haben also eine Zwischenfrequenz von 0. Ausnahme ist zum Beispiel der CW-Empfang. Da legt man die Oszillatorfrequenz etwas neben den Träger. Dadurch entsteht durch Mischung mit dem Träger gleich die Tonfrequenz. Richtig ist also Antwort C. Wozu führt eine schmalere Empfängerbandbreite? A. Hohe Trennschärfe, B. Niedrige Spiegelfrequenzunterdrückung,
C. Hohe Spiegelfrequenzunterdrückung oder D. Niedrige Trennschärfe. Normalerweise legt man die Frequenzen so, dass die Spiegelfrequenz weiter entfernt ist. Das ist also nicht unbedingt ein Grund, warum der Empfängerkreis eine niedrige Bandbreite haben soll, sondern es ist eher die hohe Trennschärfe, sodass man einzelne Sender aus dem Frequenzspektrum besser herauspicken kann. Welchem Zweck dient ein BFO in einem Empfänger? Zur Unterdrückung der Amplitudenüberlagerung, zur Mischung mit einem Empfangssignal zur Erzeugung der Zwischenfrequenz, zur Hilfsträgererzeugung, um CW- oder SSB-Signale hörbar zu machen oder um FM-Signale zu unterdrücken. BFO ist die Abkürzung für Beat Frequency Oscillator. Bei der Einseitenbandmodulation fehlt uns ja nicht nur ein Seitenband, sondern auch der Träger. Um überhaupt das Signal demodulieren zu können, müssen wir den Träger wiederherstellen. Bei CW-Empfang entsteht aus der Differenz zwischen der Zwischenfrequenz und BFO dann die Frequenz für die Mausetöne. Richtig ist also Antwort C. Wir erzeugen damit den Hilfsträger, um CW- oder SSB-Signale überhaupt erst hörbar zu machen. Welche Baugruppe vermindert die Übersteuerung eines Empfängereingangs? Ein Dämpfungsglied, ein Oszillator, ein Zwischenfrequenzfilter oder eine Rauschsperre? Ich glaube, hier brauchen wir nicht lange raten. Wenn ich eine Übersteuerung vermeiden will, dann muss ich das Signal einfach dämpfen. Richtig ist also Antwort A, ein Dämpfungsglied. An welcher Stelle einer Amateurfunkanlage sollte ein UHF-Vorverstärker eingefügt werden? A. Zwischen Stehwellenmessgerät und Empfängereingang. B. Möglichst unmittelbar vor dem Empfängereingang. C. Zwischen Senderausgang und Antennenkabel. Oder D. Möglichst direkt an der UHF-Antenne. Wenn ich den Verstärker erst kurz vor dem Empfänger einschalte, dann wird das Signal ja durch die Antennenleitung noch zusätzlich gedämpft. Dadurch verringert sich der Signalrauschabstand bei schwachen Signalen noch weiter und das Rauschen wird dann über den Verstärker natürlich mitverstärkt. Wenn ich den Verstärker aber gleich an der Antenne platziere, dann kann ich die Kabeldämpfung schon von vornherein ausgleichen. Richtig ist also Antwort D. Womit werden Pegelschwankungen des NF-Ausgangssignals verringert, die durch Schwankungen im HF-Eingangssignal hervorgerufen werden? Durch einen NF-Störaustaster, einen NF-Filter, eine automatische Verstärkungsregelung oder eine NF-Vorspannungsregelung. Schwankungen gleicht man natürlich am besten aus, indem man bei einem Verstärker seinen Verstärkungsgrad entsprechend anpasst. Richtig ist also eine automatische Verstärkungsregelung. Welche Baugruppe kann empfangsseitig Störungen in einem schmalen Frequenzbereich unterdrücken? Ist es ein Bandpassfilter, ein Hochpassfilter, ein Tiefpassfilter oder ein Notchfilter? Richtige Antwort ist hier ein Notchfilter, zu Deutsch so viel wie Kerbfilter. Das ist im Prinzip eine sehr schmale Bandsperre, die eigentlich nur eine ganz bestimmte Frequenz ausfiltern soll. Wir sehen uns das nochmal in einem Diagramm an. Welche der 4 Kurven zeigt denn jetzt den Frequenzverlauf eines Notchfilters? Richtig ist hier Darstellung B. Bei einer bestimmten Frequenz wird das Signal maximal unterdrückt, rechts und links davon kommt es durch. Welche Aufgabe hat das Rauschunterdrückungsverfahren in einem Empfänger? A. Verringerung der Umgebungsgeräusche im Kopfhörer. B. Verringerung des Rauschanteils in der Versorgungsspannung. C. Verringerung des Rauschanteils im Signal. Oder D. Verringerung des Dynamikbereichs im ZF-Signal. Wo macht eine Rauschunterdrückung am meisten Sinn? Natürlich im Signal. Ich möchte mein Signal möglichst rauschfrei empfangen. Richtig ist also Antwort C. Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, impulsförmige Störungen auszublenden? Passband-Tuning, Automatic Gain Control, Noise Blanker oder Notchfilter. Notchfilter hatten wir gerade, das dient dazu, bestimmte Frequenzen auszublenden. Automatische Verstärkungsregelung hatten wir auch schon. Im Prinzip haben wir das schon bei einer vorigen Frage beantwortet. Ein Noise Blanker ist dazu da, impulsförmige Störungen auszublenden. Das Bild stellt die Anzeige eines Frequenzzählers dar.
Welchen Stellenwert hat die mit x gekennzeichnete Ziffer? Die angezeigte Frequenz ist 145,00137 MHz. Die erste Stelle hinter dem Komma sind 100 kHz, die zweite sind 10 kHz, die dritte ist 1 kHz, die vierte ist 100 Hz und die letzte Stelle ist demnach 10 Hz. Wenn ein 10:1 Frequenzteiler vor einen Frequenzzähler geschaltet wird und der Zähler 14,5625 MHz anzeigt, beträgt die tatsächliche Frequenz wie viel? Die angezeigte Frequenz ist um den Faktor 10 kleiner als die tatsächliche Frequenz, denn wir haben ja einen 10:1 Frequenzteiler davor. Also ist die wahre Frequenz um den Faktor 10 größer. Wir müssen also nur das Komma eine Stelle nach rechts rücken. Antwort C ist richtig, 145,625 MHz. Was bewirkt die ALC bei zu starkem NF-Signal in einem Transceiver? A. Sie reduziert die Amplitude des Signals im Senderzweig vor dem Leistungsverstärker. B. Sie erhöht die Verstärkung von Verstärkerstufen im Empfangsteil. C. Sie erhöht die Amplitude des Signals im Senderzweig vor dem Leistungsverstärker. Oder D. Sie reduziert die Verstärkung von Verstärkerstufen im Empfangsteil. Die ALC ist das Gegenstück zur AGC. Automatic Gain Control war die Verstärkungsregelung im Empfänger. Die ALC, Automatic Level Control, regelt das Signal vor der Senderendstufe so, dass die maximale Ausgangsleistung nicht überschritten und die Stufe nicht übersteuert wird. Richtig ist also A. Die Ausgangsleistung eines Senders ist die unmittelbar nach dem Senderausgang messbare Leistung, bevor sie Zusatzgeräte durchläuft, oder unmittelbar nach der Antenne messbare Leistung, die durch ein Feldstärkenmessgerät im Nahfeld ermittelt werden kann, oder nach dem Senderausgang gemessene Differenz aus vorlaufender und rücklaufender Leistung, oder die unmittelbar nach dem Senderausgang gemessene Summe aus vorlaufender und rücklaufender Leistung. Entsprechend dem Frequenzbereich und eurer Lizenz müsst ihr bestimmte maximale Ausgangsleistungen einhalten. Entscheidend ist die PEP, die Peak Envelope Power, auf Deutsch so viel wie Spitzenhüllkurvenleistung, direkt an der Senderendstufe. Was danach passiert, spielt keine Rolle. Kommt da noch ein weiteres Filter, dann zählt das nicht mit. Wenn die Antenne weniger abstrahlt, weil ihr ein schlechtes Stehwellenverhältnis habt, dann müsst ihr die Antennenanpassung verbessern. Ihr dürft das nicht mit einer höheren Sendeleistung ausgleichen. Also ist auch hier Antwort A richtig. Wie und wo wird die Ausgangsleistung eines SSB-Senders gemessen? Die maximale Hüllkurvenleistung PEP wird gemessen zwischen Antennentuner und Speisepunkt der Antenne mit unmoduliertem Träger, direkt am Senderausgang mit unmoduliertem Träger, direkt am Senderausgang bei Ein- und Zweitonaussteuerung oder zwischen Antennentuner und Speisepunkt bei Sprachmodulation. Auf jeden Fall wird direkt am Senderausgang gemessen, das wissen wir ja schon. Damit sind A und D gestorben. Die Leistung soll unter normalen Bedingungen bestimmt werden, deshalb muss der Träger am besten mit einer konstanten Amplitude moduliert sein. Eine Sprachaussteuerung wäre für Messungen zu ungleichmäßig. Richtig ist also Antwort C. Nächste Frage. Die Spitzenleistung eines Senders ist die unmittelbar nach dem Senderausgang messbare Leistung über die Spitzen der Periode einer durchschnittlichen Hochfrequenzschwingung, bevor Zusatzgeräte durchlaufen werden. Das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird und ihrem Gewinnfaktor in einer Richtung bezogen auf den Halbwellendipol. Die Leistung, die der Sender unter normalen Betriebsbedingungen während einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve durchschnittlich an einen reellen Abschlusswiderstand abgeben kann. Oder die durchschnittliche Leistung, die ein Sender unter normalen Betriebsbedingungen an die Antennenspeiseleitung während eines Zeitintervalls abgibt, das im Verhältnis zur Periode der tiefsten Modulationsfrequenz ausreichend lang ist. Jetzt wird's kompliziert.
Dazu muss man die exakte Definition der PEP kennen. Es ist die mittlere Hochfrequenzwirkleistung, die ein Sender am Ausgang während einer einzelnen Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve abgibt. Also die mittlere Leistung während einer Periodendauer bei maximaler Modulation. Genau das steht hier in Antwort C. Bei Antwort A wird einiges vermischt. Hier wird von der Leistung einer durchschnittlichen HF-Schwingung geredet. Das würde ja bedeuten bei einer mittleren Modulation. Gemessen werden soll aber die Schwingung mit der höchsten Auslenkung, also bei Vollaussteuerung. Antwort B ist die Definition der effektiven Abstrahlleistung, ERP. In Antwort D ist von einem Zeitintervall die Rede. Die PEP wird aber nur über genau eine Periode gemessen. Mit Antwort D ist wieder etwas anderes gemeint, wie wir an der nächsten Frage sehen werden. Was ist die mittlere Leistung eines Senders? Es ist die durchschnittlich abgegebene Leistung über ein Zeitintervall, das groß sein muss gegenüber der Periodendauer der niedrigsten Modulationsfrequenz. Ein Mittelwert macht ja erst Sinn, wenn man viele Perioden vergleichen kann. Antwort A ist richtig. Antwort B ist eine unsaubere Definition der Senderausgangsleistung, die man nicht als Norm festlegen kann. In Antwort C steht wieder die Definition der PEP und D ist die ERP. Wie erfolgt die Messung der Leistungen, die zu unerwünschten Aussendungen führen? Unerwünschte Aussendungen sind natürlich Oberwellen des eigentlichen Signals, die Störungen verursachen können. Es gibt Vorschriften, wie groß die im Verhältnis zum eigentlichen Nutzsignal sein dürfen. A. Die Messung erfolgt am Ausgang der Antennenleitung unter Einbeziehung des im Funkbetrieb verwendeten Antennenanpassgeräts. B. Gemessen wird am Senderausgang unter Einbeziehung des gegebenenfalls verwendeten Stehwellenmessgeräts und des gegebenenfalls verwendeten Tiefpassfilters. C. Die Messung erfolgt am Senderausgang mit einem hochohmigen HF-Tastkopf und angeschlossenem Transistorvoltmeter. Oder D. Die Messung erfolgt am Fußpunkt der im Funkbetrieb verwendeten Antenne unter Einbeziehung des gegebenenfalls verwendeten Antennenanpassgeräts. Hier müssen die Aussendungen gemessen werden, die wirklich zur Antenne gelangen. Ein zwischengeschaltetes Tiefpassfilter muss dabei natürlich berücksichtigt werden, denn es dient ja gerade dazu, Oberwellen zu unterdrücken. Ein einfaches Voltmeter misst nur die Summe aller Spannungen und trifft keine Aussage zur Frequenzverteilung. Ein Antennenanpassgerät gehört zur Antennenanlage und erzeugt selbst keine weiteren Oberwellen, weil es aus passiven Elementen besteht und muss deshalb nicht in die Messung einbezogen werden. Gemessen werden die Oberwellen heute mit einem Spektrumanalysator. Lange Rede, kurzer Sinn, Antwort B ist die richtige. Welche Signalform sollte der Träger einer hochfrequenten Schwingung haben, um Störungen durch Oberwellen zu vermeiden? Hier kommt natürlich nur der Sinus in Frage. Nur eine ideale Sinusschwingung besteht aus nur einer Frequenz. Alle abweichenden Schwingungsformen haben ein Oberwellenspektrum. Wie kann man hochfrequente Störungen reduzieren, die durch harmonische hervorgerufen werden? Ein Hochpassfilter, ein Zwischenfrequenzfilter, ein Nachbarkanalfilter oder ein Oberwellenfilter? Der Name sagt es ja schon, natürlich ein Oberwellenfilter. Welches Filter wäre zwischen Senderausgang und Antenne eingeschleift am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlung geeignet? Ein Sperrkreisfilter, ein Antennenfilter, ein Hochpassfilter oder ein Tiefpassfilter? Oberwellen bedeutet ja, es sind Vielfache der Nutzfrequenz. Die Frequenzen sind also höher und die unterdrücke ich mit einem Tiefpass. Hier haben wir jetzt 4 Schaltbilder zur Auswahl. Was wäre denn ein geeignetes Oberwellenfilter? Wenn Kondensatoren im Signalweg liegen, also bei B und D, dann lassen die vor allem hohe Frequenzen gut durch. Das sind also Hochpässe. Aus dem gleichen Grund fällt auch C raus. Bleibt also nur noch A. Wann sollte ein Sender auf mögliche Oberwellenaussendungen überprüft werden? A. Vor jedem Sendebetrieb. So schlimm ist es nicht. Warum sollte sich das Verhalten des Senders von selbst verändern?
Das ist nicht wie bei der Bahn, wo man wenigstens einmal täglich die volle Bremsprobe machen muss. B. Wenn Splatterstörungen zu hören sind. Was sind Splatterstörungen? Das sind Störungen, die auf Nachbarfrequenzen auftreten, wenn der Sender übersteuert wird. Wenn man das verhindert, lassen die sich vermeiden. Dazu habe ich ja normalerweise die ALC. C. Wenn der Arbeitspunkt der Endstufe neu justiert wurde. Ja, wenn man den Arbeitspunkt auf einer an sich nicht linearen Kennlinie verschiebt, ändert sich eventuell auch das Oberwellenspektrum. Ja, und Antwort D können wir vergessen. Ein SSB-Sender wird Störungen auf benachbarten Frequenzen hervorrufen, wenn die Ansteuerung der NF-Stufe zu gering ist, der Antennentuner falsch abgestimmt ist, das Antennenkabel unterbrochen ist oder der Leistungsverstärker übersteuert wird. Da sind wir nochmal beim Thema Splatter. Schuld daran ist die Übersteuerung des Verstärkers. Sie modulieren Ihren FM-Sender mit einem AFSK-Signal. Wie können Sie die Bandbreite der Aussendung reduzieren? AFSK ist ein digitales Übertragungsverfahren, bei dem zwei verschiedene Töne ausgesendet werden, einer für 0 und einer für 1. Aber das spielt hier gar keine Rolle. Es geht um einen FM-Sender, bei dem hängt die Bandbreite vom Frequenzhub ab und der verändert sich mit der Amplitude des NF-Signals. Um ihn zu verkleinern, muss der NF-Pegel abgesenkt werden. Antwort A ist also richtig. Welche unerwünschte Auswirkung kann mangelhafte Frequenzstabilität eines Senders haben? Verstärkte Oberwellenaussendung innerhalb der Bandgrenzen, Aussendungen außerhalb der Bandgrenzen, Überlastung der Endstufe des Senders oder Spannungsüberschläge in der Endstufe des Senders. Antwort C und D sind ja schon brutal. Warum soll es meine Endstufe zerlegen, wenn die Sendefrequenz nicht stabil ist? Was wirklich passieren kann, ist, dass meine Gegenstation ständig den Empfänger nachstimmen muss, um mich noch zu hören. Und wenn ich an der Bandgrenze arbeite, kann ich schnell mal nach außerhalb abdriften. Die richtige Antwort ist also B. In welchem Fall spricht man von Einstrahlung bei EMV? Einstrahlungen liegen dann vor, wenn die Hochfrequenz A über Leitungen oder Kabel in das gestörte Gerät gelangt, B wegen eines schlechten Stehwellenverhältnisses wieder zum Sender zurückstrahlt, C über nicht genügend geschirmte Kabel zum gestörten Empfänger gelangt oder D über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse in die Elektronik gelangt. EMV steht ja für elektromagnetische Verträglichkeit. Wenn Störungen auftreten, sind Geräte offensichtlich nicht verträglich. Die Frage muss im Zusammenhang mit der nächsten Frage gesehen werden. Hier wird gefragt nach Einstrahlungen. Strahlung wird drahtlos übertragen. Deshalb sind alle Antworten, wo Störungen über ein Kabel in ein Gerät gelangen, nicht richtig. Auch Antwort B, weil die HF bei Fehlanpassung ja nicht zum Sender zurückstrahlt, sondern über die Antennenleitung zurückläuft. Richtig ist Antwort D. Ohne ausreichende Abschirmung kann Hochfrequenz in ein Gerät eindringen und eventuell Probleme verursachen. In welchem Fall spricht man von Einströmungen? Elektrischer Strom ist das Gegenstück zu elektromagnetischer Strahlung und fließt normalerweise über Kabel und Leitungen. Abschirmungen helfen hier jetzt wenig, weil Hochfrequenz, die über die Leitung ins Gerät gelangt, dadurch nicht aufgehalten wird. Eine 432 MHz Senderantenne mit hohem Gewinn ist unmittelbar auf eine Fernsehempfangsantenne gerichtet. Dies führt gegebenenfalls zu a. dem Durchschlag des TV-Antennenkoaxialkabels, b. zu Eigenschwingungen des 432 MHz Senders, c. zu einer Übersteuerung eines TV-Empfängers oder d. zu Problemen mit dem 432 MHz Empfänger. Warum sollte das störende Funkgerät dadurch Probleme bekommen? Das Problem hat der Fernsehempfänger. Allerdings wird nicht gleich das Kabel durchschlagen, aber der Eingangsverstärker des Empfängers kann übersteuert werden. Wodurch können Sie die Übersteuerung eines Empfängers erkennen? Rückgang der Empfindlichkeit, zeitweilige Blockierung der Frequenzeinstellung, Auftreten von Pfeifstellen im gesamten Abstimmungsbereich oder Empfindlichkeitssteigerung.
Wenn der Empfangsverstärker übersteuert wird, gelangt er in die Sättigung und die Verstärkung sinkt extrem. Schwächere Signale können damit nicht mehr empfangen werden, das heißt, die Empfindlichkeit des Empfängers ist kleiner. Hier so eine ähnliche Frage nochmal etwas anders. Bereits durch die Aussendung des reinen Nutzsignals können in benachbarten Empfängern Störungen beim Empfang anderer Frequenzen auftreten. Dabei handelt es sich um eine Störung durch unerwünschte Nebenaussendungen, um eine Übersteuerung oder störende Beeinflussung, eine Störung durch unerwünschte Aussendungen oder um eine hinzunehmende Störung. Also Antwort D geht schon mal gar nicht. Auch hier geht es darum, dass bei hoher Senderleistung an der Empfangsantenne anderer Geräte hohe Feldstärken auftreten, die den Empfänger übersteuern. Welches Gerät kann durch Aussendung eines Amateurfunksenders störende Beeinflussungen zeigen? A. Ein Staubsauger mit Kollektormotor, B. LED-Lampe mit Netzanschluss, C. Antennenrotor mit Wechselstrommotor oder D. Dampfbügeleisen mit Bimetall-Temperaturregler. Das ist doch mal eine interessante Frage. Könnte ein Bügeleisen beeinflusst werden? Ein Bimetallregler ist ein träger mechanischer Thermoschalter. Keine Ahnung, wie der durch HF beeinflusst werden könnte. Auch ein normaler Wechselstrommotor lässt sich davon nicht beeindrucken. Genauso ist es beim Staubsauger. Der Kollektormotor könnte eher Selbststörung verursachen. Bleibt nur noch die LED. Was könnte da das Problem sein? Richtig müsste es eigentlich Leuchte heißen, denn eine Lampe ist nur das eigentliche Leuchtmittel. Solche LED-Leuchten haben ja eine Vorschaltelektronik oder werden über Sensoren gesteuert. Die können durch die Hochfrequenz gestört werden. Ihr Nachbar beklagt sich über Störung seines Fernsehempfangs und vermutet Ihre Amateurfunksendungen als Ursache. Welcher erste Schritt bietet sich an? Sie verweisen den Nachbarn auf die Angebote von Internet-Streaming-Plattformen. Das wäre schon ziemlich dreist. Sie empfehlen die Erdung des Fernsehgerätes durch einen örtlichen Fachhändler. Sie überprüfen den zeitlichen Zusammenhang der Störung mit Ihren Aussendungen. Oder Sie überprüfen, ob der Nachbar sein Fernsehgerät ordnungsgemäß angemeldet hat. Die Denunzianten lassen wieder grüßen. Also A und D vergessen wir mal ganz schnell wieder. Hilft die Erdung des Fernsehgerätes? Wahrscheinlich nicht. Aber selbst wenn, kann ich nicht einfach zum Nachbarn sagen, kümmere dich mal selbst darum. Sinnvoll wäre doch erstmal zu überlegen, ob die Störungen zeitlich mit dem Sendebetrieb zusammenfallen. Genau das würde auch die Bundesnetzagentur tun, wenn sie davon Wind bekommt, und sie würde eventuell das Führen eines Logbuchs vorschreiben. Die Bemühungen, die durch eine in der Nähe befindliche Amateurfunkstelle hervorgerufenen Fernsehstörungen zu verringern, sind fehlgeschlagen. Als nächster Schritt ist a. die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur um Prüfung der Gegebenheiten zu bitten, b. der Sender an die Bundesnetzagentur zu senden, c. die Rückseite des Fernsehgeräts zu entfernen und das Gehäuse zu erden oder d. einen Fernsehtechniker des Fachwerks um Prüfung des Fernsehgeräts zu bitten. Ja, wenn alle Stricke reißen, dann muss man sich tatsächlich an die Behörden wenden. Antwort A ist richtig, das sollte aber wirklich das allerletzte Mittel sein. Besser ist es, mit dem Betreiber der Amateurfunkstelle gemeinsam eine Problemlösung zu finden. Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung auf die für eine zufriedenstellende Kommunikation erforderlichen 100 Watt eingestellt werden, die Hälfte des maximal zulässigen Pegels betragen, nur auf den zulässigen Pegel eingestellt werden oder auf das für eine zufriedenstellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden. Eigentlich sollte das einem der gesunde Menschenverstand sagen, dass man nur mit so viel Leistung arbeitet wie notwendig. Wenn ich mit einer Station am anderen Ende der Stadt rede, muss ich nicht die vollen 100 Watt herausblasen. Richtig ist also Antwort D. Welche Empfangseffekte werden durch Intermodulation hervorgerufen? Wieder ein neuer Begriff. A. Das Nutzsignal wird mit einem anderen Signal moduliert und dadurch verständlicher. B. Dem Empfangssignal ist ein pulsierendes Rauschen überlagert, das die Verständlichkeit beeinträchtigt. C. Es treten Phantomsignale auf, die selbst beim Einschalten eines Abschwächers in den Hochfrequenzsignalweg nicht verschwinden.
Oder D. Es treten Phantomsignale auf, die beim Abschalten einer der beiden beteiligten Mischfrequenzen verschwinden. Intermodulation entsteht, wenn sich zum Beispiel ein starkes Amateurfunksignal mit einem anderen Rundfunksignal im Empfänger mischt. Durch die Mischfrequenzen entstehen störende, sogenannte Phantomsignale. Auf keinen Fall wird dadurch das Signal verständlicher, weshalb Antwort A natürlich falsch ist. Pulsierendes Rauschen ist kein Merkmal von Intermodulation. Antwort C ist ein bisschen unpräzise. Ein Abschwächer kann einen Effekt haben, wenn die Intermodulation außerhalb des Empfängers stattfindet. Richtig ist aber Antwort D. Wenn eine der beiden Frequenzen verschwindet, gibt es auch die Mischfrequenzen nicht mehr. Wie kommen Geräusche aus den Lautsprechern einer abgeschalteten Stereoanlage möglicherweise zustande? Durch Gleichrichtung der ins Stromnetz eingestrahlten HF-Signale an den Dioden des Netzteils, durch Gleichrichtung abgestrahlter HF-Signale an PN-Übergängen in der NF-Vorstufe, durch Gleichrichtung starker HF-Signale in der NF-Endstufe der Stereoanlage oder durch eine Übersteuerung des Tuners mit dem über die Antennenzuleitung aufgenommenen HF-Signal. Die Idee mit der Gleichrichtung an den PN-Übergängen ist schon richtig. Netzteil oder NF-Vorstufe sind aber zu weit weg von den Lautsprechern und die Signale werden auch nicht verstärkt, wenn der Verstärker abgeschaltet ist. Auch der Tuner läuft nicht. Wenn in den Lautsprechern etwas zu hören ist, dann bei der Gleichrichtung an den mit den Lautsprechern verbundenen Endstufentransistoren. Praktisch ist das ein einfacher Detektorempfänger. Ein korrodierter Anschluss an der Fernsehempfangsantenne des Nachbarn kann in Verbindung mit dem signalnahen Sender unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören, mit dem signalnahen Sender parametrische Schwingungen erzeugen, die einen überhöhten Nutzsignalpegel hervorrufen, mit dem Oszillatorsignal des Fernsehempfängers unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören, mit Einstreuung aus dem Stromnetz durch Intermodulation Bild- und Tonstörungen hervorrufen. In den Antworten steht auch wieder eine Menge Unsinn. Worum es geht, ist Folgendes. Metalloxide können halbleitende Eigenschaften haben. Der korrodierte Antennenanschluss wirkt wie eine Diode, also ein nichtlineares Bauelement. Ein starker Sender in der Nähe kann dort Mischprodukte erzeugen, die dann den Empfang stören. Die erste Antwort war gleich die richtige. Wie sollte ein Abschirmgehäuse für HF-Baugruppen beschaffen sein? Ein Kunststoffgehäuse mit niedriger Dielektrizitätszahl, ein Metallblech unter der HF-Baugruppe, ein möglichst geschlossenes Metallgehäuse oder ein Kunststoffgehäuse mit hoher Dielektrizitätszahl. Es geht um HF-Abstrahlung und die lässt sich nicht durch Kunststoffe aufhalten. Nur ein rundum geschlossenes Gehäuse kann elektromagnetische Felder effektiv blockieren. Falls sich eine Kurzwellensenderantenne in der Nähe und parallel zu einer 230 Volt Wechselstromleitung befindet, kann 50 Hertz Modulation aller Signale auftreten, können harmonische Schwingungen erzeugt werden, können Hochfrequenzströme ins Netz eingekoppelt werden oder könnte erhebliche Überspannung im Netz erzeugt werden. Die Kopplung zwischen Antenne und der Netzleitung ist nicht so stark, dass da erhebliche Spannungen erzeugt werden können. Harmonische Schwingungen, also Oberwellen, entstehen an nichtlinearen Kennlinien und dass die 50 Hertz der Netzspannung die Antenne beeinflussen, ist eher unwahrscheinlich. Brummeinstreuung gibt es eher über die Stromversorgung im Gerät. Das Problem ist, dass die HF auf diese Art ins Stromnetz gelangt. Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich vorzugsweise a. Für Senderantennen eine separate HF-Erdleitung zu verwenden, b. Die Amateurfunkgeräte mit einem Wasserrohr zu verbinden, c. Die Amateurfunkgeräte mittels des Schutzleiters zu erden oder d. Sendeantennen auf dem Dachboden zu errichten. Es geht ja nicht darum, die Senderantenne zu schützen, sondern die Abstrahlung der Antenne von der Installation fernzuhalten. Sie sollte also möglichst weit davon entfernt installiert werden. Der Dachboden wäre keine gute Idee. Man sollte auch die HF-Erde von der Netzstromerde getrennt halten, weil HF auf dem Schutzleiter Störungen in anderen Geräten verursachen kann oder es entstehen Erdschleifen. Was spricht gegen Antwort B? Neben ähnlichen Problemen wie beim Schutzleiter
ist es außerdem nicht erlaubt, Wasserrohrnetze als Erder für elektrische Anlagen zu verwenden. Teilweise werden mittlerweile Kunststoffrohre verlegt. Und bei einem Blitzeinschlag kann das lebensgefährlich werden. Also A ist richtig. Ein 28 MHz Sender beeinflusst den Empfänger eines DVB-T2 Fernsehgerätes über dessen Antenneneingang. Was sollte zur Abhilfe vor den Antenneneingang des Fernsehgerätes eingeschleift werden? Ein UHF-Abschwächer, ein Tiefpassfilter, ein Hochpassfilter oder eine UHF-Bandsperre. Der DVB-T2-Bereich beginnt bei knapp unter 500 MHz, also weit über den 28 MHz des Senders. Hier könnte man das Sendesignal mit einem Hochpass vor dem Fernsehempfänger unterdrücken. Durch eine Mantelwellendrossel in einem Fernsehantennenzuführungskabel werden a. niederfrequente Störsignale unterdrückt, b. Gleichtakt-HF-Störsignale unterdrückt, c. alle Wechselstromsignale unterdrückt oder d. das Netzbrummen unterdrückt. Eine Drossel wirkt ja erstmal wie eine Sperre für Hochfrequenz. Das Antennensignal fließt auf dem Innenleiter hin und auf dem Außenleiter wieder zurück, also genau im Gegentakt. Wenn beide über die gleiche Drossel laufen, heben sich die Magnetfelder und damit die Wirkung der Drossel auf. Ein Störsignal, welches vom Schirm des Kabels aufgefangen wird, fließt nur auf dem Außenleiter und wird so durch die Drossel unterdrückt. Richtig ist also Antwort B. Gleichtaktsignale werden unterdrückt. Daraus ergibt sich auch schon die Antwort auf die nächste Frage. Die Signale eines 144 MHz Senders werden in das Koax-Antennenkabel eines UKW-DAB-Rundfunkempfängers induziert und verursachen Störungen. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Störung besteht darin: a. das Abschirmgeflecht am Antennenstecker des Empfängers abzuklemmen, b. die Erdverbindung des Senders abzuklemmen, c. eine Mantelwellendrossel in das Kabel vor dem Rundfunkempfänger einzubauen oder d. den 144 MHz Sender mit einem Tiefpassfilter auszustatten. Antwort A und B sind keine gute Idee. Und ein Tiefpassfilter am Sender würde ja nicht verhindern, dass die 144 MHz als Störung in das Rundfunkkabel induziert werden. Abhilfe kann auch hier wieder eine Mantelwellendrossel schaffen. In einem Einfamilienhaus wird die Türsprechanlage durch den Betrieb eines nahen Senders gestört. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Beeinflussung besteht darin: a. die Länge des Kabels der Türsprechanlage zu verdoppeln, wahrscheinlich um noch mehr Störungen einzufangen, also das macht keinen Sinn. B. für die Türsprechanlage eine Leitung mit niedrigerem Querschnitt zu verwenden, das ergibt auch keinen Sinn. C. für die Türsprechanlage ein geschirmtes Verbindungskabel zu verwenden, das hört sich vernünftig an. Und D. für die Türsprechanlage eine Leitung mit versilberten Kupferdrähten zu verwenden. Wie das die Störung beseitigen soll, ist mir schleierhaft. Bei der Musikanlage des Nachbarn wird Einströmung in die NF-Endstufe festgestellt. Eine mögliche Abhilfe wäre a. ein NF-Filter in das Koaxialkabel einzuschleifen, b. ein geschirmtes Netzkabel für den Receiver zu verwenden, c. geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden oder d. einen Serienkondensator in die Lautsprecherleitung einzubauen. Auch hier hilft die geschirmte Leitung, weil sie als Antenne wirkt und so die HF in die Endstufe des Verstärkers leitet. Ein NF-Filter unterdrückt ja keine HF. Ein geschirmtes Netzkabel hilft nicht, weil die Störung nicht über die Stromversorgung eingekoppelt wird. Und ein Serienkondensator würde nur die Bässe der Anlage unterdrücken, aber keine HF. Beim Betrieb eines 2-Meter-Senders wird bei einem Nachbarn ein Fernsehempfänger gestört, der mit einer Zimmerantenne betrieben wird. Zur Behebung des Problems könnten Sie dem Nachbarn vorschlagen, eine außen angebrachte Antenne zu installieren oder einen Vorverstärker in die Antennenleitung einzuschleifen oder ein doppelt geschirmtes Koaxialkabel für die Antennenleitung zu verwenden oder den Fernsehrundfunkempfänger zu wechseln. Also ein anderer Fernsehempfänger hilft in den seltensten Fällen. Ein besser geschirmtes Kabel hilft wahrscheinlich auch nicht, weil die Antenne selbst das Störsignal aufnimmt. Ein Vorverstärker würde die Störung ja auch mit verstärken. Tatsächlich könnte eine Außenantenne helfen. Der Abstand zum Störsender vergrößert sich eventuell
und das eigentliche Fernsehsignal wird sehr viel stärker empfangen. Der beste HF-Verstärker ist immer noch die Antenne. Die folgenden Fragen drehen sich um das Thema digitale Übertragung. Dabei geht es nicht darum, jeden einzelnen Digimode bis ins Detail zu verstehen. Am Ende spielt man sich eine Software auf den PC und die übernimmt die Codierung und Dekodierung. Entscheidend für den Funkamateur sind aber die Übertragungswege, also Modulation, Bandbreite, Übertragungsgeschwindigkeiten und solche Sachen. Was ist der Vorteil des binären Zahlensystems gegenüber dem dezimalen Zahlensystem in elektronischen Schaltungen? A. Die binären Ziffern 0 und 1 können als zwei elektrische Zustände dargestellt und dadurch einfach mittels Schaltelementen verarbeitet werden. B. Der Zwischenbereich zwischen 0 und 1 kann von analogen Verstärkerschaltungen mit hoher Genauigkeit abgebildet werden. C. Je Ziffer kann mehr als ein Bit an Information übertragen werden. Eine binäre Ziffer erlaubt die Übertragung von 8 Dezimalziffern. Oder D. Die Genauigkeit des binären Systems ist um den Faktor 5 höher als die des Dezimalsystems. Also fangen wir hinten an. Die Genauigkeit hängt nicht vom Zahlensystem ab, sondern von der Anzahl der verwendeten Stellen. Wenn wir mit ganzen Zahlen rechnen, dann ist in beiden Systemen die letzte Stelle die Einerstelle. Der Unterschied ist nur, dass beim Dezimalsystem jede Stelle für eine Zehnerpotenz steht, beim Binärsystem hat jede Stelle den Wert einer Zweierpotenz. Deshalb braucht man im Binärsystem mehr Stellen, um die gleiche Zahl darzustellen. Zu dem Thema habe ich schon vor einiger Zeit ein ausführliches Video gemacht. Antwort C ist einfach nur falsch. Eine Binärziffer kann nur genau ein Bit darstellen. Es gibt nur zwei Zustände. Analoge Verstärkerschaltungen können eben nur mit sehr hohem Aufwand Werte genau darstellen. Der Witz bei der Digitaltechnik ist, dass dieser Zwischenbereich ignoriert wird. Damit lassen sich die zwei Zustände sehr gut auseinanderhalten. Richtig ist deshalb Antwort A. Berechnen Sie den dezimalen Wert der Dualzahl 100-11100. Jede Stelle steht für eine Zweierpotenz, rechts beginnend mit 2 hoch 0. Die multiplizieren wir mit dem Inhalt der Stelle und zählen alles zusammen. 0 mal 2 hoch 0 ist 0. 0 mal 2 hoch 1 auch. Dann kommt 1 mal 2 hoch 2, das ist 4. Plus 1 mal 2 hoch 3, also 8. Plus 1 mal 2 hoch 4, das ist 16. Dann haben wir noch eine 1 ganz vorne, das ist die 2 hoch 7 oder 128. Alles zusammen macht 156. Wie viele unterschiedliche Werte können mit einer fünfstelligen Dualzahl dargestellt werden? Das ist nun wirklich einfach. Wir rechnen einfach 2 hoch 5 und das ist 32. Es lassen sich 32 Werte mit 5 Stellen darstellen, nämlich 0 bis 31. Die 32 selbst braucht schon eine sechste Stelle. Welche Modulation wird am Transceiver eingestellt, um ein schmalbandiges digitales Signal, das per Audiosignal als NF eingespeist wird, unter Beibehaltung der Bandbreite in HF umzusetzen? FM, AM, SSB oder PM. Also bei AM verdoppelt sich die Bandbreite. Bei FM hängt sie von der Aussteuerung ab und bei der Phasenmodulation von der Modulationsfrequenz. Nur bei SSB ist die HF-Bandbreite gleich der Modulationsbandbreite. Bei der Aussendung eines digitalen Signals mittels eines Funkgerätes in SSB-Einstellung beträgt die NF-Bandbreite des in das Funkgerät eingespeisten Signals 50 Hz. Wie groß ist die HF-Bandbreite? Das haben wir gerade beantwortet, genauso groß wie die NF-Bandbreite, also 50 Hz. Wie viele digitale Signale unterschiedlicher Stationen können mit einem analogen Funkgerät und einem über die Audioschnittstelle angeschlossenen Computer gleichzeitig empfangen und dekodiert werden? A. Es kann maximal ein Signal empfangen werden, außer das Funkgerät verfügt über doppelte Kanalbandbreite. B. Es können je nach Art der Signale ein oder mehrere Signale empfangen werden. C. Es können maximal 2 Signale empfangen werden, eines pro Seitenband.
Oder D, es kann maximal ein Signal empfangen werden, da ein Seitenband genutzt wird. Lesen wir doch nochmal die Frage. Es geht um SSB mit einer Bandbreite von 2,4 kHz. Wie viele Signale sich dort unterbringen lassen, hängt von der Bandbreite der Signale ab. Nehmen wir beispielsweise das vorhin schon erwähnte FT8 mit einer Bandbreite von nur 50 Hz. Dann lassen sich theoretisch 2400 durch 50 gleich 48 Signale gleichzeitig unterbringen. Es hängt also von der Art der Signale ab. Deshalb ist Antwort B richtig. Welcher Unterschied zwischen ATV und SSTV ist richtig, beziehungsweise ATV und SSTV? SSTV ist schwarz-weiß, ATV ist in Farbe. SSTV wird nur auf Kurzwelle, ATV auf UKW verwendet. SSTV überträgt Standbilder, ATV ist für bewegte Bilder. Oder SSTV belegt eine größere Bandbreite als ATV. SSTV steht für Slow Scan Television. Damit werden Standbilder übertragen. Beim Amateur Television, ATV, hat man bewegte Bilder, wie beim normalen Fernsehen. Richtig ist also Antwort C. Antwort B ist zur Hälfte richtig. ATV wird auf UKW verwendet. Der Grund ist die große Bandbreite von einigen Megahertz. Auf Kurzwelle ist kein Platz dafür. Es gibt aber keinen Grund, warum SSTV nicht auch auf UKW möglich sein soll. Welcher der eingezeichneten Punkte in einem FM-Sender ist für die Zuführung eines 9600 Baud-Datensignals am besten geeignet? Worum geht's hier? Der 6900 Baud-Anschluss ist, wenn er am Funkgerät vorhanden ist, für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung gedacht. Wegen der Bandbreite des Signals von etwa 15 bis 20 kHz darf es nicht durch den Filter im NF-Verstärker laufen, wodurch die Bandbreite auf etwa 2,7 kHz begrenzt wird. Im Sender wird das Signal deshalb hinter dem NF-Verstärker direkt vor dem Modulator eingespeist und das ist hier der Punkt 2. Die gleiche Frage gibt es auch nochmal für die Empfängerseite. Hier wird das Signal am Punkt 4 entnommen, hinter dem Demodulator vor dem NF-Verstärker. Wie sollte bei digitalen Übertragungsverfahren der NF-Pegel am Eingang eines Funkgerätes mit automatischer Pegelregelung im SSB-Betrieb eingestellt sein, um Störungen zu vermeiden? So niedrig, dass die automatische Pegelregelung nicht eingreift. Die NF-Lautstärke muss minus unendlich dB betragen. 18 dB höher als die Lautstärke, bei der die automatische Pegelregelung eingreift. Oder sind alle Bedienelemente auf Maximum einzustellen? Hier geht es um ein Thema, das wir schon besprochen haben. Die ALC greift immer dann ein, wenn das Signal zu stark wird. Dadurch wird das Signal zusätzlich Amplituden moduliert, was wieder zu Nebenaussendungen und damit zu Störungen führen kann. Darum sollte man das Signal möglichst so einstellen, dass die ALC nicht anspringt. Die nächsten beiden Fragen gehen in die gleiche Richtung. Was kann auftreten, wenn bei digitalen Übertragungsverfahren die automatische Pegelregelung eines Funkgerätes im SSB-Betrieb eingreift? A. Störungen von nachfolgenden Sendungen auf derselben Frequenz. Das wäre merkwürdig. B. Störungen von Übertragungen auf Nachbarfrequenzen, auch bekannt als Splatter. Das ist natürlich die richtige Antwort. C. Störungen von Stationen auf anderen Frequenzbändern. In dem Fall nicht. Und auch nicht D. Störungen von Computern oder anderen digitalen Geräten. Was ist zu tun, wenn es bei digitalen Übertragungsverfahren zu Störungen kommt, weil die automatische Pegelregelung eines Funkgerätes im SSB-Betrieb eingreift? Die Antwort ist klar, der NF-Pegel am Eingang des Funkgerätes sollte reduziert werden. Mal sehen, was da noch so angeboten wird. Es sollte mit der RIT nachgesteuert werden. Nein, denn es geht nicht um eine Frequenzdrift. Die Sendeleistung sollte erhöht werden. Auch nicht, denn das beseitigt nicht die Übersteuerung. Oder das Oberwellenfilter sollte abgeschaltet werden. Wahrscheinlich um noch mehr Störungen zu verursachen. Das ist natürlich auch Quatsch.
Wie können Sie automatische Empfangsberichte zur Aussendung erhalten, zum Beispiel um die Reichweite Ihrer Sendeanlage zu testen? A. Durch Aussendung Ihres Rufzeichens mittels Telegrafie, 12 Wörter pro Minute, mit dem Zusatz R und Abhören der 10 kHz tiefer gelegenen Frequenz. B. Durch Aussendung einer Nachricht mittels geeignetem digitalen Verfahren, CW oder WSPR, das spricht man auch Whisper aus, also flüstern, und Suche nach Ihrem Rufzeichen auf passenden Internetplattformen. C. Durch Aussendung einer Nachricht mittels geeignetem digitalen Verfahren unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und der Anzahl der maximal gewünschten Empfangsberichte. Oder D. Durch Aussendung Ihres Rufzeichens mittels Telegrafie, 5 Wörter pro Minute mit dem Zusatz Auto RSVP und Abhören der 10 kHz höher gelegenen Frequenz. Also, wenn ihr neue Technik testet und wissen wollt, wie gut ihr zu hören seid, könnt ihr eine passende Software laden, die ein extrem schmales und langsames Digitalsignal sendet, welches nur Rufzeichen, Standort und Sendeleistung enthält. Stationen, bei denen diese Software läuft, empfangen auch Signale und laden die Empfangsberichte auf entsprechende Internetportale hoch. Außerdem betreiben einige Funkamateure automatische Dauerempfangsstationen, die die entsprechenden Frequenzen abhören und die Ergebnisse übertragen. Die kann man dann zum Beispiel auf wsprnet.org sehen. So sieht das aus. Jetzt muss man nur noch sein Rufzeichen suchen. Das bedeutet, die richtige Antwort ist hier B. Und an der Stelle wollen wir nochmal unterbrechen und uns den Rest für den letzten Teil aufheben. Bis dann.